Hey, stell dir vor, du baust und baust und baust und baust und vergisst einfach die Kamera anzuschalten. Ja, tut mir also leid, Jungs. Ihr müsst sehen, was ich jetzt fertig gebracht habe. Ich bin so ein Chaot. Also, bis gleich! So, willkommen auf Muppis Brick World, aber im Mittelalter. Und wie ihr seht, ich war die ganze Zeit so beschäftigt und habe rumgewerkelt und gebastelt und gebaut und habe total vergessen aufzunehmen. So, also wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen angefangen. Es ist noch nicht allzu viel. Das Stadttor steht oder das Burgtor. Das kann man auch zumachen. Hoppala. Ja, haben wir schöne, tolle Farben reingebaut. Ja, hier steht dann schon auch der Chief. So. Die Black Falcons sind auch schon da. Fehlen noch ein paar. Also ich brauche noch ganz, ganz viele davon, weil die Gegenpartei, da haben wir ein paar mehr. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen Zuwachs machen. Genauso auch bei den Forestmen. Forestmen sind auch ein paar gekommen. Robin Hood, wie man früher es gesagt hat. Aber da habe ich in der Picker Brick Wall habe ich die Hüte bestellt. Aber die Hüte sind kein Bestseller. Dementsprechend kannst du wochenlang drauf warten. So, so ist das. Gut, wie ihr seht, also wie gesagt, es ist noch nicht allzu viel passiert. Ich muss auch noch den Tisch austauschen, weil der reicht nicht ganz aus für meine Mittelalterstadt oder ja, Mittelalterlandschaft, wie man es nennen will. Dementsprechend muss ich den noch hier rausschmeißen und dann anderen austauschen. Und dann können wir hier dann weiterhin loslegen. Ja, die letzten Wochen waren doch sehr anstrengend bzw. sehr stressig. Gerade mit der Selbstständigkeit ist man halt doch immer unterwegs und jedes Mal, wenn du irgendwas machen willst, kommt doch halt wieder was dazwischen. So, dementsprechend irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe dann das Bauen angefangen und wieder eingerissen, wieder das Bauen angefangen, wieder eingerissen, wieder das Bauen angefangen, wieder eingerissen. Und irgendwann stand halt im Endeffekt das Tor mal so da. Hier schön im Winkel, wie es mir gefällt. Hier hinten geht die Stadtmauer dann weiter oder die Burgmauer halt andere Richtung. Der Kimmel macht, was er will. Und genauso geht es dann auch hier weiter. Hier ums Eck. Und hier hinten jetzt dann hier noch zwei Base Plates weiter. Also da hier kommt noch eine hin und hier kommt noch eine hin. Hier wird dann im Endeffekt auf Etappen das Black Falcons Nest entstehen. Also ihre Heimatburg. Ja, und dann hier weiter vorne, ich habe jetzt im Endeffekt die Forestmen mal da hinten hingestellt. Die stehen jetzt hier hinten, aber die kommen dann darüber. Ja, also das heißt im Endeffekt, alles was jetzt so zu mir kommt, wird dann gebaut. Also das ganze Ding auf dem anderen Tisch schaut es dann natürlich, habe ich mehr Platz, da kann man das natürlich besser sehen. Aber im Moment habe ich halt nur den drin, der andere ist bestellt, dauert noch ein paar Tage bis er kommt. So ist es halt nun mal im Moment. Gut. Wie wird es denn beim nächsten Mal ausschauen? Beim nächsten Mal wird es so sein, wir bauen hier erstmal an der Stadtmauer weiter. Ich sage jedes Mal Stadtmauer. Also an der Burgmauer, Stadtmauer, ihr wisst, was ich meine. Ja, bauen hier weiter, fangen auch schon ein bisschen den Berg und die Ebenen an. Da kommt dann auch noch ja, ein kleines Geheimnis mit dazu. Wir werden dann hier auch die Landschaft anfangen, so damit wir hier erstmal einen schönen Abschluss finden, bevor wir dann im Endeffekt hier weiter rausmarschieren. Und natürlich gucken wir, dass wir noch die ein oder andere Bestellung an Black Falcons machen. Da brauchen wir echt noch ein paar. Weil wie gesagt, hier haben wir ein paar mehr. Hier hinten haben wir natürlich auch schon ein paar Einwohner. Nochmal ein paar Forestmen. Ein kleiner, was ist denn das, ein Bauzi? Eine Kuh, da muss ich glaube ich noch die Hörner drauf zimmern. Aber ich sehe schon, da hinten steht ja auch schon eine, die flüchtet schon. Ja, genau.
so schaut's aus. Also das Stadtupdate wird heute nicht allzu lange, aber dafür seht ihr einfach mal, wie es hier weitergeht. Ich werde auch einmal im Monat wahrscheinlich einen Stream an einem Sonntag machen, so an einem Sonntagnachmittag, so zwischen 17 und 19 Uhr. Ich weiß nicht, würde die Zeit passen oder habt ihr andere Vorschläge, Zeitvorschläge? Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn, wie ihr das denn handhaben würdet oder was ihr davon haltet. Überhaupt so einen kleinen Livestream, wo man auch mal mit mir ein bisschen quatschen kann, während ich hier da sitze und ein bisschen klemme. Ab und zu lade ich natürlich dann noch jemanden ein. Wie jetzt zum Beispiel hier bei meinem ersten Stream, den ich da sonntags machen werde. Da wird der Ralf da sein von Doppelstein. Da muss ich mich übrigens auch noch sehr bedanken, denn Ralf hat mir aus seinem zukünftigen Bricklink Shop natürlich sehr viele Teile geschickt, die ich natürlich hier auch noch reinzimmern werde oder rein verbauen werde. Ihr seht da hinten haben wir auch noch, hoppala, wieder andere Richtung, der ist seitenverkehrt, haben wir auch noch ja, einmal die Burg, zweimal die Burg und natürlich die mittelalterliche Schmiede. Die Burg steht noch zweimal da. Die Teile werden natürlich auch aussortiert oder ausgepartet, wie man so schön sagt. Ihr seht auch da hinten ist noch alles leer. Da werden sie dann, und meine Lichter, tolle Lichter übrigens, da werde ich dann im Endeffekt ausparten und die Burgen dann hier natürlich auch für die Landschaft verwenden, also die Teile der Burg, und mal gucken, was wir Schönes draus bauen. Das Einzige, was ich im Ganzen lassen werde, weil es mir absolut gefällt, das ist die mittelalterliche Schmiede. Die kommt so, wie sie auf dem Karton da zu sehen ist, kommt die auch in meine Stadt rein. Und ansonsten werde ich versuchen, ich sage extra versuchen, weil ja, es ist doch schon eine Zeit her, wo ich so gemockt habe in dem Sinn, hier den Großteil nach meinen eigenen Ideen zu bauen. Und dementsprechend auch Häuser, Landschaften, Geheimverstecke, Zauberberge und ach, was ich da alles vorhab. Also wie gesagt, in meinem Kopf ist jede Menge Wahnsinn, Klemmbaustein-Wahnsinn, Lego-Wahnsinn, und der muss natürlich raus. Und wenn ihr Bock habt und einfach sehen wollt, wie der Wahnsinn hier weitergeht, ja, dann bleibt euch nur eins übrig, lasst ein Abo da. Mir würde natürlich auch ein Like gefallen. Das dürft ihr auch da lassen, die Glocke aktivieren. Dann seht ihr natürlich auch, wenn es hier weitergeht. Geplant ist, mindestens einmal in der Woche ein Video zu bringen. Die Länge kann ich leider nicht sagen, wie lang das wird. Es ist je nachdem immer, wie viel Zeit das ich habe, wie viel Baufortschritt das gekommen ist. Und dementsprechend, aber wie gesagt, eins wird auf alle Fälle kommen, einmal dann im Monat wahrscheinlich ein Livestream. Wir nennen das jetzt einfach mal Kaffee Mupi, Schlemmen und Klemmen. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, wie es aussieht, welche Zeit denn ihr am besten findet. Also ich, wie gesagt, sonntags zwischen 17 und 19 Uhr, denke ich mal, ist eigentlich eine gute Zeit. Es sei denn, man ist absoluter Bundesliga-Fan und muss die Sportschau gucken. Oder jetzt kommt ja dieses Jahr die Europameisterschaft im Fußball. Ich weiß nicht, ob ich mir die angucken werde. Da glaube ich, bastel ich lieber Lego oder ich gehe lieber arbeiten, eins von beiden. So, dementsprechend hier, wie gesagt, Aufgabe für die nächsten Male ist noch mehr Black Falcons, natürlich auch andere Ritter, noch mehr, alles viel mehr irgendwie, aber natürlich nicht hier in Hunderttausenden. Klar wäre es toll, hier 1000 solche Black Falcons zu haben, aber da mag natürlich hier mein Sparbuch natürlich nicht mitmachen. Aber peu à peu können wir natürlich das ausbauen. Und ich möchte natürlich so bauen, damit es auch jeder ein bisschen nachvollziehen kann und vielleicht natürlich sich da auch Ideen und Inspirationen holt, um zu sagen, ey, ich baue mir jetzt auch eine Ritterburg oder eine Ritterlandschaft oder eine mittelalterliche Landschaft mit dem, was ich zu Hause habe. Ja? Dementsprechend sage ich jetzt mal Tschüss, einen schönen Tag noch, schönen Abend oder gute Nacht, je nachdem man es anschaut. Und wie gesagt, das nächste Stadtupdate ist schon am Machen, ist schon am Kommen. Ich entschuldige mich jetzt dafür, dass es jetzt heute nicht allzu viel zum Basteln und zum Bauen gesehen hat.
außer halt eben, wie gesagt, der erste Fortschritt. Ich sag mal, nach 2 Jahren Abstinenz bin ich froh, wieder da zu sein. Ich sag schon auch mal vielen, vielen lieben Dank für die Abonnenten, die von damals noch da sind, die natürlich sich auch wieder gefreut haben, dass es wieder weitergeht. Und ja, es wird hier auf alle Fälle gut weitergehen. Ideen sind da, jede Menge. Wenn ihr coole Ideen habt, was man eventuell machen kann, dann haut's mal in die Kommentare. Und ich freue mich dann. Ich werde natürlich auch die Kommentare beantworten, sofern sie sinnvoll sind. Und dementsprechend wünsche ich jetzt euch noch eine gute Zeit hier auf meinem Kanal. Und sag einfach mal, macht's gut. Ich mag's auch gut. Und dann machen wir es alle besser. Und gemeinsam sind wir stark. Also, bis denn dann. Tschüss. Wow, und jetzt noch einmal drüber fliegen. Jo, und genau, jetzt schmeißen wir den rum. Und der hängt immer noch hier so rum. Also, abschalten, ausschalten. Tschüss.